du da? Motorrad steht beim Metzler und ich habe Spaß mit der Familie. Okay, wunderbar, mit der Metzler-Familie. Ja, und der eigenen. Also dann, Spaß? wir sehen uns gleich, ne? Dann. Really Saturday. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute hier im warmen Garmisch auf dem BMW Motorrad Days 2024. Lasst euch überraschen, wir machen euch Behind the Scenes, wir zeigen uns, wer alles vor Ort ist. Viel Spaß! Direkt vor der Tal. Danke. Ja. Machen wir so. Okay. Ciao. Bye. So, wir sind jetzt hier bei Voigt Motortechnik. Was macht ihr? Wir machen Lenkererhöhung und Hebel, also alles CNC gefräste Bauteile, aber wir haben durchaus auch Sachen wie Bremsleitungsverlängerung und natürlich, wir haben uns auf die Flagge geschrieben, have a comfort ride, also macht es, dass das Fahren angenehmer wird. Ja. Wie lange macht ihr das schon? Wir machen das seit 2015 mittlerweile und ja. Und läuft's? Läuft. Genau. Ja, cool, habe ich noch nie gesehen sowas. Ne? Läuft nicht nur, es rennt. Habe ich noch nie gesehen. Aber haben wir öfters mal bei der Lenkererhöhung, dass wir ein Problem haben. Und da ist sowas ja richtig geil. Ne? Genau. Ah, ich fange ihn. Okay, also wir sind jetzt hier bei Enduristan. Den geilen Scheiß verkaufen wir ja auch. Ne? Der Andreas hat unheimlich Angst vor mir, also vor der Kamera und vor euch. Deswegen filmen wir einfach mal durch. Okay? Wir spannen mal an. Muss er Bauch einziehen, ne? Ja. Okay. So, dann sieht man es. Und wie geht's? Ja, hör mal auf, ey. Du bist voll durchgeschwitzt. Ja. Irre, ne? Ein bisschen Windzug hier, aber Kein Ventilator gefunden. nee. Ey, tauschen wir? SWT gegen Rocket? Logisch, klingt fast wie mein Motorrad. Ja, das ist gut. Der Deal läuft.
Appetit wünsche ich dir. So, mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir sind ja jetzt hier in Garmisch auf dem BMW Motorrad Days. Klar, wisst ihr ja. Wir haben unser Enduro-Boxer-Treffen vom 30.08. bis 1.09. Neuaus-Schierschnitt. Und da seht ihr dann auch Den Rico? Jetzt habe ich ihn ja festgehalten, hat nämlich keine Chance, Nein zu sagen. Ach so. Und der Enrico, der hat jetzt da die Firma übernommen von. Und Moritz, Und was hast du früher gemacht? wir haben ein bisschen die Vierventiler auf hohe Beine gestellt, dass es auch mal ein bisschen springen kann. Okay, auf hohe Beine gestellt heißt andere Gabel, andere Suspension hinten und Offroad-tauglich mit Gabelbrücke und der Rahmen vorne ist. Im Prinzip ist das Basismotorrad ist die R9T, wie auch immer, in welcher Konfiguration, und daraus kann man dann halt was stricken. Adios. Adios! Wir sind hier bei alten Bekannten, bei der Unit Garage aus Rimini. How are you? Good, good, very good. You want to say anything about this project? This is the Deus Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. Machina. Deus Ex Machina. Yeah, it's from Latin. Yeah. From Latin, huh? Yeah. And this is a new collaboration we made with Deus. And there are 4 different kits available in 4 colors. It's our Paris-Dakar tank with various kind of seats and side panels. We also have on the other tank. We have a different livery. It's available in white and also in black. And they will come out in a few months. In a few months. So, wir sind immer noch in Garmisch, gerade beim Heidenau-Stand. Was treibst du da? Ich verkaufe Reifen. Also ich mache eigentlich das Marketing und ja, also vollkommen Überzeugung. Ich fahre die halt auch selber und wenn man die einmal durchs Gelände geprügelt hat, fährt man nichts anderes mehr. Was an Heidenau so genial ist, dass sie auch Reifengrößen machen und Reifenarten, die andere Hersteller gehen lassen. Genau, das ist so. Also gerade auch was schwere Motorräder angeht, die großen GSen oder auch Oldtimer-Motorräder, da sind wir halt der Ansprechpartner. Also gerne einfach, wenn auch Fragen sind, wir haben einen guten technischen Support, einfach anschreiben, Reifengröße mitschicken, Modell und dann finden wir auf jeden Fall das Richtige. Getroffen, den kleinen Scheck, und der zeigt mir jetzt, wo sein Motorrad steht, ne? Ja, gehen wir mal hin. Ja. Ist echt schön in Szene gesetzt, ne? Ja, natürlich. Ich habe gefragt, ob ich da parken darf, dann hieß es, kostet extra. Die Frage ist, bist du da raufgefahren oder haben sie es dann aufgehoben? Ihr habt damit gar nichts zu tun gehabt. Ich habe es da vorne abgeben und dann will ich später wiederkommen. Dort stand es da. Und was schon jetzt sagen wir können. Was fährst du jetzt mit dem Motorrad? Was machst du damit? Also eigentlich Deutsche Cross-Country-Meisterschaft, GCC. Bin da aber auf die Idee gekommen, weil ich die Hellas Rallye fahren wollte. Probieren wir es halt mal mit dem dicken Ding aus und alles richtig macht. Ja, geil. Ja, ist viel geiler als eine Stunde Offroad zu fahren, ne? Auf jeden Fall.
Anspruch ist zwar anders da, aber ich finde auch, so eine Woche Enduro, das zeigt mal, was man noch so drauf hat. Ne? Ja, und vor allem, man kriegt halt auch mal so die Vorzüge von so einem Motorrad mal richtig raus, weil das will halt einfach bewegt werden. Das fühlt sich nicht wohl im zweiten Gang bei 30 km/h. So ab 60 aufwärts wird es dann interessant. Was ist denn da so spitze gewesen? Geschwindigkeit? Ja. Aber wir haben einmal einen Tag so eine lange Schotterpassage drin gehabt, da habe ich dann bei 170 zudreht, weil das war mir dann irgendwann zu viel. Ja, das ist man nicht gewohnt, ne? Aber das war genau die eine Gerade. Und sonst würde ich mal sagen, eher so 120 war dann Schluss. Ja. Geil. Was ist modifiziert? Darfst du uns das erzählen? Oder? Ja, natürlich, können wir alles erzählen. Also dürfen wir mal da drauf gehen, bestimmt, oder? 18 Zoll Hinterrad mit Mousse natürlich. Genauso haben wir vorne Excel-Felge drin. Bisschen schmaler wie original, auch dass wir Mousse fahren können. Mittelschalldämpfer ist raus, Heckrahmen ist umgeschweißt, alles hauptsächlich um Gewicht zum Verlieren. Genauso fehlt eine Bremsscheibe vorne, also die komplette Bremsanlage vorne, wie man sieht, eingespart. Dann haben wir hier einen selber gebauten Rallye Tower mit der ganzen Navigation drauf. Ganz gern hoch, wenn du willst. Ja, wie geht's weiter? Anderer Lenker drauf, also viele Sachen zum Motorrad einfach an meine Bedürfnisse anzupassen. Grundstein war natürlich, Fahrwerk muss besser werden, haben wir geschafft. Gewicht muss runterkommen, haben wir auch geschafft. Also wir sind jetzt da bei, hauptsächlich die Frage immer, 204 Kilo, so wie sie da steht. Ohne Sprit, aber ja, das war mal so das Gröbste. Eins will ich euch sagen, wenn ich mich irgendwo festkleben könnte, ne, dann würde ich das garantiert hier hin machen, zwischen diesen geilen Motorrädern. Das ist so mein Lieblingsplatz gerade. Richtig cool hier. Richtig cool. Und wenn ich auf die Six Days da drüben schaue, dann geht mir so richtig was auf. Hört man das Bumbern? Bum, 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 bum. Das ist das Herz. So geil. Wer die Geschichte kennt, geht es weiter. Ja, wer die Geschichte kennt hat, Garmisch-Partenkirchen war in der Nachkriegszeit eigentlich ein Mekka des Motorsports. Wir haben Six Days gehabt, wir haben Motocross gehabt, wir haben Trailveranstaltungen gehabt, das war alles da. Aber dann ist immer schwieriger geworden, Richtung in die 70er, Tourismus, Naturschutz. Und dann ist immer weniger geworden. Gell? Dann hat man manche Sachen nicht mehr machen können. Und dann war einmal lange Zeit ein bisschen Stillstand auch bei uns. Aber wir haben jetzt ungefähr vor 12 Jahren ein Trailgelände wieder gekriegt. Wir können Trail fahren, wir können Kart fahren, wir haben da auch was. Ist ein bisschen was geht. Gell? Nicht mehr das, was früher gegangen ist, aber mit einem vernünftigen Maß kann man schon einiges machen. Gell? Also wild durch den Wald fahren ist nichts? Ist schlecht. Der Staatsforsten ist bei uns überall und der Naturschutz und schau unsere schöne Landschaft an. Es wäre ja schade, wenn da überall einer rumknattern würde. Also, ich glaube gar nicht, dass es so einfach wäre, da zu fahren. Es ist so steil, ne? Ja. Und so viel Wald überall. Es geht schon, aber wie gesagt, es ist halt verboten. Deshalb bieten wir das ja an, dass man eben nicht wild fährt, sondern eben bei uns fährt. Da ist es dann gebündelt und es ist ja auch eine gewisse Fahrschule dann mit dabei. Da wird ja eben trainiert, wie stürzt man, wie macht man das Hindernis am besten, wie fährt man das am besten an. Und bei uns beim Kart das Gleiche.
die bei uns Kart fahren, die tun sich dann später mit dem Führerschein leichter. Also es ist ein bisschen eine Verkehrserziehung auch mit dabei. Jawohl. Also absolut unterstützend wert. Ne? Denkt an eure Kinder. Ja. Lasst sie nicht nur vom Computer sitzen. Also, servus, stell dich mal vor. Hi, servus, ich bin der Alex. Was machst du da gerade? Ich bin bei Moskau Motor so ein bisschen der Brand-Ambassador auch mit und stelle halt hier immer mal wieder die neueren Gepäcklösungen vor. Auf was für ein Motorrad? Auf der 1200 GS Adventure, Baujahr 2018. Ja. Und was fährst du als nächstes damit, weil ich da vorhin einen Aufkleber gesehen habe? Also die Bosnia Rallye fahren wir wieder mit, ja. Fährst du die mit den Taschen? Wir fahren mit den Taschen hin und dann auf der Rallye aber ohne die Taschen. Echt? Ja. Aber ich fände das mal voll geil. Ich meine, die müssten gar nicht voll sein. Ja, aber nur für die Bilder. Nee. Komm, ich habe genug Papier zu Hause. Du hast genug Papier zu Hause. Was meinst du und wie die das Motorrad schützen? Habt ihr das mal überlegt? Eigentlich wird es geil aussehen. Wenn du alle fahren sind mit 350er den Berg rauf. 350er, ne? Kannst du das vorstellen? Macht mal die Augen zu dazu. Alle fahren sie mit der 350er den Berg rauf und dann hört ihr diesen Klang. Das kommt ein Boxer ähnlich. Ja, das ist der Boxer. Und dann fährt er vorbei mit den geilen Taschen von Moskau Motor. So, jetzt geht der Sturm hier ab, weil ich bin bei der Mo. Und Servus. beim BMW Motorradmagazin. Genau. Manuel, servus, schön, dass du da bist. Erzähl mal irgendwas über euch. Ja du, wir machen seit 1999 ein BMW Motorradmagazin, kommt alle 4 Monate raus. Läuft in der 90. Ausgabe und du bist ja auch immer mal wieder vertreten hier 2023 bei der Bosnia Rallye. Hier voll in Action, ne? Richtig gut. Mit dem Gespann noch. Richtig geil. Ja, das war geiler Scheiß, hat echt Spaß gemacht. Ja. Ja, ich möchte auch gerne öfters mal bei euch reinkommen. Wir machen mehr geilen Scheiß, oder? Ja, ja. Du warst doch jetzt am Erzberg, ne? Genau. Auch wieder mit Boxer? Ja, natürlich, es gibt ja nichts anderes. Machen wir das da rein? Machen Ja, wir da auf eine jeden Geschichte? Fall. Auf jeden Fall. Ja? Ich denke, im Herbst kommt es dann rein. Was würdest du so dem ganzen Social Media und virtuellen Medien, würdest du dem Printmedium entgegenstellen? Was ist daran besser? Du, wir haben 90 Ausgaben. Hier kommen Leute her, die sagen, ey, ich habe das von der Ausgabe Nummer 1. Ich sammle die, ich stell die bei mir in den Schrank. Das ist wie damals die lustigen Taschenbücher. Wenn dir eine gefehlt hat, dann war das Bild auf dem Rücken nicht ganz. Ne? Und das tut weh. Und wenn du dann alle hast, dann gehst du auch wieder hin, dann gehst du in den Schrank und am besten in der Werkstatt hockst dich auf deinen Sessel und liest ein bisschen. Und das ist einfach wertig und da guckst du immer wieder rein und immer wieder rein. Ein Video ist toll, alles okay, aber das ist halt eine kurzlebige Sache. Ne? Also ich stehe auf die Printmedien, ich habe das Zeug auch daheim als Haufen unter meinem, ich habe wirklich so, wo ich immer mal nachschauen muss. Ne? Okay. Aber was geil wäre, wenn jemand da draußen mal Bock hätte, ne? Da könnte man jemand alle Hefte durchschauen und könnte im Internet eine Suchmaschine machen, wo man sagt, in der Ausgabe 33 ist der Scheck gewesen. Da ist der Manuel auch wieder drin. Weil das wäre geil, ne? Ja. Weil ich blätter manchmal 10 Hefte durch, weil ich nicht weiß, wo es ist. Wir haben das bei uns im Shop, also www.mo-web.de, findest du eigentlich alles. Das ist geil. Kannst du nachbestellen. Wir haben leider nicht mehr alle, weil bei uns werden die auch schon rar langsam. Aber wir haben eigentlich die alten Hefte auch noch. Für was stehst du gerade da? Ich bin hier bei den BMW Days fürs Enduro Center Mammut Park. Okay. Was hat es mit BMW zu tun? Wir sind BMW Partnerpark, das heißt wir bieten Trainings im Namen von BMW im wunderschönen Stadt Oldendorf an, auf diversen Fabrikaten natürlich. Ja, genau. Okay, diverse Fabrikate heißt? Naja, natürlich BMW, ganz klar, da kommt keiner dran vorbei mittlerweile. Dann Yamaha, KTM, Triumph haben wir auch noch, also große Auswahl dafür. Und wer soll da so zum Training kommen?
Also unser Angebot richtet sich ganz klar von den absoluten Einsteigern, also die noch nie Erfahrungen gemacht haben, die sich auf eine Reise vorbereiten wollen, oder alternativ halt auch die Fortgeschrittenen oder für die Jungs, die es richtig krachen lassen wollen. Ne? Geil. Herrlich. Perfekt. Normal machen wir T-Shirt-Tausch, aber ich will ja, dass du nackt dastehst. Ne? Ja, du. Für morgen gibt es ein frisches T-Shirt, gell? Okay, ist gewaschen schon. Geil, perfekt, ja. Mega. So, dann sind wir jetzt schon am Ende von unserem Video. Garmisch 2024 war richtig geil. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao. Ciao.